Heute testen wir das Fanatec Podiumlenkrad BMW M4 GT3. In diesem sehr ausführlichen Test nehmen wir Fanatecs Speerspitze genauestens unter die Lupe. Bleibt heute unbedingt bis zum Ausblick dran. Es gibt wichtige Dinge hinsichtlich der Zukunft unseres Ron Reviewed Kanals zu besprechen. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Dieses Testmuster wurde von meinem langjährigen und treuen Patreon-Spender Thorsten zur Verfügung gestellt. Thorsten hat in Salzburg Urlaub gemacht, mich besucht und mir dieses Lenkrad ausgeliehen, damit ich dieses Review erstellen kann. Vielen Dank, lieber Thorsten, für deinen Support. Es gibt klarerweise keine Vorgaben und Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer des Fanatec Affiliate Programms. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, die Entwicklung. Das Fanatec Podiumlenkrad BMW M4 GT3, so heißt dieses Ding, wurde von Fanatec in Kooperation mit BMW Motorsport entwickelt und hatte bereits Einsätze im realen Motorsport. Bei diesem Wheel handelt es sich nicht um eine Nachbildung in Form eines Replika-Wheels. Das hier getestete M4-Wheel kann unter Verwendung des QR2 direkt im echten BMW M4 GT3 angesteckt und in Betrieb genommen werden. Ich habe über dieses Wheel mit einem der hauptbeteiligten Entwickler von Fanatec letztes Jahr auf der Simracing Expo ausführlich gesprochen. Über die Ansprüche, ein Lenkrad im realen Rennsport einsetzen zu können und warum diese sich sehr deutlich vom Simracing-Only-Einsatz unterscheiden, darüber sprechen wir dann ausführlich in ein paar Minuten. Kapitel Nummer 2, der Preis. Das Fanatec Podium Lenkrad BMW M4 GT3 ist für 1499,95 € über den Fanatec Webshop erhältlich. Ende 2021 konnte dieses Lenkrad vorbestellt werden und die ersten Besteller, so eben auch Thorsten, erhielten das Lenkrad im April 2022. Stand heute, das ist August 2022, ist das Lenkrad nicht lagernd und wird mit einer Verfügbarkeit Ende November 2022 gelistet. Nächstes Kapitel, der Lieferumfang. Im Lieferumfang mit bei ist das Lenkrad, der bereits installierte Quick Release 1 Wheelside, austauschbare Buttons und eine Kurzanleitung. Der QR2 Wheelside wird nach wie vor als demnächst verfügbar gelistet und sollte nach Fertigstellung nachgeliefert werden. Auf der Simracing Expo 2021 war ich bereits mit einem BMW M4 Wheel samt QR2 unterwegs. Das Video dazu könnt ihr in der Infobox oben rechts nachholen.
Inwieweit ich zukünftig einmal ein Testmuster dieses Wheels von Fanatec samt QR2 für einen ausführlichen Langzeittest zur Verfügung gestellt bekomme, das weiß ich Stand heute nicht. Ebenso habe ich keine Hintergrundinformationen, wann der QR2 verfügbar sein wird. Nächstes Kapitel die Ausstattung. Diese schauen wir uns am besten live und direkt am Wheel an. Ihr bekommt das BMW M4 GT3 Wheel mit dem fix fertig vorinstallierten QR1 Wheelside geliefert. Der ist im Lieferumfang eben mit bei vorinstalliert und ihr könnt mit diesem Lenkrad direkt loslegen. Vorderseitig seht ihr die Bedienelemente. Ihr habt diese großen Wählschalter, die könnt ihr in diversen Stellungen anwählen und belegen. Ich habe euch diese Funktionen, die ihr da einstellen könnt, über den Pulsmodus, über die Belegung, über die Funktionen, die ihr direkt über das Fanatec Tuning Menü anwählen könnt, genauestens bei diversen Lenkrad-Reviews oder bei dem Tuning Menü erklärt. Machen wir weiter auf der Vorderseite. Ihr habt hier oberseitig ein kleines OLED verbaut, darunter der Fanatec Tuning Menü Button, den ihr eben anwählen könnt, um ins Tuning Menü zu gelangen. Ihr könnt dann im Tuning Menü navigieren über den BMW Button. Dieses Logo ist im Prinzip ein D-Pad. Ihr könnt hier nach oben, seitlich links, rechts und nach unten anwählen und euch so durchs Fanatec Tuning Menü hangeln. Unterseitig nochmal einen großen Drehschalter und dann habt ihr ergonomisch gut angeordnet auf jeder Seite jeweils 6 Buttons. Hier 1, 2, 3 an der Oberseite und hier nach unten 3 Buttons. Die sind deutlich abgegrenzt, wenn ihr mit Handschuhen unterwegs seid, um auch dies entsprechend rausspüren zu können. Und was gibt es vorderseitig noch zu beachten? Ihr habt diese Thumb Encoder, die nicht nur für eure Daumen zur Verfügung stehen, sondern durch diese relativ große und griffige Bauweise, das seht ihr hier, könnt ihr diese auch mit Daumen und Zeigefinger gut erreichen, anwählen und betätigen. Im Lieferumfang mit bei habt ihr diese Buttons, das heißt, ihr könnt diese Standard-Buttons mit diesen Bezeichnungen entsprechend ersetzen. Ich zeige euch dies, wie das relativ schnell und einfach von der Hand geht. Beispielsweise ihr wollt diesen Button ersetzen durch einen Button mit einem Pfeilsymbol. Diese Buttons sehen so aus, die sind fertig ausgedruckt, das heißt nicht aufgeklebt und die rasten relativ einfach ein. Das heißt, ihr schnappt euch mit den Fingern so einen Button, zieht diesen hinaus und setzt einen neuen Button, je nach Wahl. Da habt ihr diverse Symbole, die ihr dann hier wählen könnt. Entscheidet dann nach euren Präferenzen, welches Schema ihr am Lenkrad am Start haben wollt. Setzt diese Buttons ein, richtet diese aus, drückt diese hinein und ihr seid mit einem neuen Buttonschema unterwegs. Ihr habt hier einiges am Start. Ich zeige euch das mal schnell im Gesamtüberblick, was es da alles gibt. Ihr habt entsprechend die Pfeile, Hybrid, einen Limiter, PGE-Button. Hier habe ich einen komplett durchsichtigen weißen am Start, wenn ihr gar kein Beschriftungsschema haben wollt. Engine, einen Display-Button, STG, LNC, STA. Das sind so die Buttons, die ihr beigepackt habt, so eine Handvoll, und entscheidet dann, was ihr dann am Start haben wollt. So, welchen Button hatte ich jetzt in Original am Start? Was war denn das jetzt für einer? Das war dieser Rad-Button, glaube ich. Den setzen wir jetzt wieder ein, um das Ding in den Originalzustand zurückzuversetzen. Und ihr seht, dies geht werkzeugfrei und sehr einfach von der Hand und gut gelöst in meinen Augen. Weiteres Merkmal ist die Hintergrundbeleuchtung. Ihr könnt diese bei den Buttons dann anpassen. Das zeige ich euch nachher dann direkt live am Rig, wie dies funktioniert. Sehen wir uns die wichtigsten Dinge jetzt hier im Treiber oder bei Fanalab an. Beginnen wir zuerst mit dem Treiber. Wie gewohnt, aktualisiert diesen. Und wie eingangs erwähnt, den Firmware-Flash des Lenkrads, den müsst ihr dann manuell über diesen beigelegten Adapter, wie erklärt oder in der Quick-Bedienungsanleitung erklärt, durchführen. Ihr habt jetzt im Treiber, seht ihr hier meine Podium DD1 Wheelbase, darunter dann das BMW Wheel. Ihr seht entsprechend den Drehwinkel. Ihr habt bei den analogen Buttons den Ausschlag der Klatsch. Dann habt ihr hier den Multi-Position Switch, da könnt ihr dann entscheiden, was passiert, wenn ihr an diesen Schaltern dreht. Dauernd ein Signal, Puls oder in linke, in rechte Richtung belegen.
könnt ihr dann entscheiden, wie ihr dies am Start haben wollt. Dann habt ihr die analogen Clutch-Pedals, da könnt ihr dann wählen den Clutch-Bite-Point für den Start, für die Launch Control. Oder ihr könnt diese belegen als Clutch and Handbrake oder eben als Brake and Throttle für Bremse und Gas. Wenn ihr jetzt vom Bewegungsapparat eingeschränkt seid, keine Pedale mit euren Füßen bedienen könnt, könnt ihr rein theoretisch mit diesem Lenkrad auch unter Zuhilfenahme dieser Analog-Pedals hier beispielsweise auf dem linken analogen Pedal bremsen und auf dem rechten analogen Pedal Gas geben. OLED-Display-Test, das seht ihr hier. Dann den Button-Test. Ihr habt diverse Beleuchtungen, die ihr anpassen könnt. Darauf gehen wir gleich ein. Ihr habt einen Force-Feedback-Test und alles andere. Das seht ihr hier nochmal das Tuning-Menü mit den diversen Setups. Ihr könnt dieses Tuning-Menü klarerweise auch hier bei den Tuning-Menü-Button erreichen. Und wenn ihr jetzt beispielsweise hier so einen Wert ändert, zum Beispiel bei der Sensitivity, ihr den Drehwinkel, dann seht ihr, wie auch dieser jetzt hier im Treiber klarerweise sich verändert oder anpassen lässt. Nach links zu den nächsten Menüpunkten, zurück oder nach oben und unten die Setups durchschalten und mit dem Tuning-Menü-Button wieder wegklicken. Wie bereits erwähnt, guckt euch hierzu das Review, das habe ich 2021 hochgeladen, abgedatet, Fanatec Tuning-Menü, dann seid ihr über alle Möglichkeiten mit diesem Lenkrad im Bilde. Nächster Button Firmware Update. Da seht ihr bei mir alles aktualisiert, wie bereits erwähnt. Firmware up to date, alles erledigt. Stand 2022 August. Die aktuellste, auch Beta-Software, Treiber, Firmware, alles am Start. Kommen wir zu Fanalab, ein Tool, mit dem ihr diverse Anpassungen noch vornehmen könnt. Auch hierzu gibt es ein ausführliches Review von mir. Hier bei diesem BMW-Lenkrad, ihr seht dieses eingeblendet als Active Devices. Und ihr könnt dann beispielsweise beim hier oberseitig LED, da seht ihr diese Buttons eingeblendet und ihr könnt, ich klicke jetzt so einen Button an, den Rad-Button hier, den könnt ihr dann beispielsweise anpassen und sagen, ich gebe dem jetzt eine andere Farbe, in Gelb beispielsweise oder hier in Violett. Dann könnt ihr dies entsprechend eurer Vorlieben klarerweise bewerkstelligen. Ihr könnt diese auch als Reflet-Buttons verwenden, um hier drehzahlabhängig hier die Beleuchtung zu steuern. Auch dies ist möglich, aber hierfür, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich glaube, da wird es ein eigenes Review. Wenn ich mal so ein Testmuster von diesem Ding im Haus habe, dann werde ich mich näher um diverse Möglichkeiten, Einstellmöglichkeiten und Features dieses Lenkrad kümmern. Hier im Treiber, das bin ich euch noch schuldig, seht ihr klarerweise, wenn ihr die entsprechenden Buttons belegt. Diese Signalisierung hier über die Software, auch die Drehrichtung, das D-Pad, die Shifter und klarerweise die analogen Pedals mit dem Ausschlag. Ihr könnt jetzt hier, wenn ihr Änderungen vorgenommen habt, über Fanalab hier Default Factory Color anwählen. Wenn ich hier klicke, dann seht ihr, geht dieser Button, diese Buttonbeleuchtung wieder zurück auf die ursprüngliche originale Farbgebung, die in der Firmware des Lenkrads abgespeichert ist. Kommen wir zur Rückseite. Ihr habt auf der Rückseite hier in Griffweite eurer Zeigefinger, das seht ihr hier, diese beiden Buttons links und rechts eingelassen. Könnt ihr dann auch entsprechend belegen und rückseitig wie gewohnt entsprechend eure Schaltmechanik mit den Schaltpedals, der vorhin angesprochene QR1 Wheelside, Quick Release Adapter und unterseitig habt ihr hier die analogen Pedals. Weiter geht's mit der Kompatibilität und Inbetriebnahme. Das Lenkrad kann auf jeder derzeit erhältlichen Wheelbase von Fanatec genutzt werden und abwärts bis zu den Vorgängern CSW V2 bzw. CSL Elite. In Sachen Plattformen am PC ist der Support uneingeschränkt gegeben, insofern vom Spiel unterstützt. PlayStation Support gibt's mit diesem Lenkrad nur dann, wenn eine PlayStation 4 bzw. 5 lizenzierte Wheelbase am Start ist. Xbox wird mit diesem Lenkrad nicht unterstützt. An dieser Stelle möchte ich kurz auf den Konsolentest eingehen. Die meisten von euch werden so ein High-End-Lenkrad höchstwahrscheinlich via PC verwenden, aber auch die Konsolenkompatibilität, die habe ich bereits angesprochen. Wie sieht es denn jetzt mit einer PlayStation aus? Ich bin hier mit einer PlayStation 5 und Gran Turismo 7 unterwegs. Hier so mit einem McLaren GT3 Wheel, und wenn ich jetzt hier on the fly auf der Strecke dieses Lenkrad tausche, abziehe, hier das BMW M4 GT3 Lenkrad aufsetze, über den Quick Release
Dann seht ihr, könnt ihr on the fly mit diesem Lenkrad wie gewohnt ganz normal weiterfahren. Viel mehr Spannenderes gibt es hier nicht zu berichten. Ihr habt die ganzen Funktionen. Ihr seht das hier, ihr könnt die Gänge durchschalten. Ihr habt diverse Buttons, die ihr dann belegen könnt. Jetzt gucke ich mal auf die Belegung out of box, wie dies bei Gran Turismo aussieht. Dieser Button hier links oben ist die Handbremse. Ihr seht, hier kann ich wunderbar gleich einen Dreher fabrizieren. Gucken wir uns jetzt hier an dieser Stelle nochmal die anderen Buttons an, welche Belegung die bei Gran Turismo 7 aufweisen. Bei diesem Button sehe ich keine Funktion. Dieser Button, der schaltet mir die Ansichten durch. Links oben, da sehe ich jetzt keine Funktion. Dann mit diesem Button ebenso keine. Hier habe ich den Button, um ins Menü zu kommen. Das habt ihr hier gesehen. Im Menü kannst du, warte mal, zurück. Wie ist das? So, dieser Button ist der Zurück-Button auch. Im Menü kannst du mit dem D-Pad dich bewegen. Zurück, dann wird es. Dieser Button ist der Bestätigen-Button. Hier. Hier komme ich auf diesen Homescreen. Bestätigen-Button. Hier ebenso auf dieses Menü. Und was gibt es noch? Diese Buttons bzw. Drehschalter, die bleiben ohne Funktion. Die hinteren Buttons, okay, spannend. Der rechte hintere Button, der schaltet mir dieses rechte HUD mit Streckenkarte, Traktionskontrolle, Sitzungszeiten, Wetterradar und Streckenkarte durch. Wenn ich jetzt hier auf die Traktionskontrolle beispielsweise gehe, okay, das ist links und rechts blicken hier. Jetzt müsste ich noch den Button finden, um die Traktionskontrolle verändern zu können. Aber hier fürchte ich keine entsprechende Buttonbelegung, um jetzt die Traktionskontrolle in-game verstellen zu können, zu finden. Hier haben wir nochmal die Ansicht. Okay, hier nochmal zurück. Zurück-Button, Weiter-Button. Aber ihr seht an diesem Beispiel bereits, es gelingt mir jetzt nicht, hier diese Traktionskontrolle in-game zu verstellen. Das sind jetzt eben diese Dinge, die ihr dann gucken müsst, könnt ihr die in einem entsprechenden Spiel, beispielsweise mit Assetto Corsa Competizione, da weiß ich's, da könnt ihr diverse Buttonbelegungen komplett frei belegen oder zuweisen. Das gelingt euch eben bei Gran Turismo 7, soweit ich weiß, nur bedingt oder begrenzt. Da seid ihr die Konsolenprofis, das müsst ihr mir dann rückmelden. Grundsätzlich jetzt auf den Punkt gebracht, das Konsolenerlebnis mit diesem Lenkrad, es funktioniert alles Nötigste funktioniert. Buttonbelegungen guckt, je nachdem, was euch die Anwendung bietet. Beleuchtung, die funktioniert und alles weitere dann entsprechend eurer Wheelbase, die ihr hier einsetzt. Hier eine Fanatec DD Pro, klarerweise PlayStation lizenziert. Somit funktioniert dieses Komplettpaket. Xbox-Support, wie bereits erwähnt, mit diesem Lenkrad nicht möglich. Und achtet, ihr kennt das aus meinen Reviews, welche Lenkräder empfehle ich für eine Fanatec DD Pro mit maximal 8 Nm Drehmoment. Achtet hierzu immer auch auf die entsprechende Größe. Ihr wisst, Drehmoment abhängig von dem Hebelweg zur Achse. Ab 30 cm wird das etwas schwieriger und wenn das Gewicht ab 1,5 Kilogramm aufwärts geht, ebenso, dass dann genügend Power hier an eurem Lenkradkranz ankommt und übrig bleibt. In Sachen Inbetriebnahme empfehle ich, die neuesten Treiber und Firmware zu installieren. Um die Firmware am Lenkrad zu aktualisieren, muss das Wheel mit dem beigelegten Adapter verbunden werden, da dies nicht direkt über die Wheelbase wie gewohnt zu bewerkstelligen ist. Verbinde für diesen Zweck das Lenkrad samt aufgesteckten Adapter mit dem PC und halte dabei den hinteren rechten Button am Lenkrad gedrückt. Nun kann die aktuellste Firmware aufgespielt werden.
Alle anderen Updates führst du bei an die Wheelbase aufgestecktem Lenkrad dann wie gewohnt und üblich direkt über den Fanatec Firmware Manager durch. In diesem Review verwende ich den derzeit aktuellsten Beta-Treiber 444, meine Podium DD1 läuft mit Motor Firmware 3.0.02 und die DD1 Firmware mit 3.0.06 und das BMW Wheel mit Version Firmware 8. Fanalab läuft ebenso mit der aktuellsten Beta und das ist, Stand heute, Mitte August 2022, V1.66. Und ich freue mich, dass sich Fanatec meine damalige Kritik im Zuge des Fanalab Reviews zu Herzen genommen und endlich einen Check for Updates Button implementiert hat. Vielen Dank dafür. Weiter geht's mit dem Kapitel Display und LED-Button Funktionen. Am PC seid ihr diesbezüglich mit den üblichen Simracing-Titeln uneingeschränkt unterwegs. Weiters könnt ihr diverse Anpassungen vornehmen. Schaut euch mein Review zum eben erwähnten Fanalab Tool an. Dort habe ich alle Möglichkeiten damals erklärt. Den Link zu diesem Video hänge ich oben rechts mit bei. Auf der Konsole kann der Display-Support anders aussehen. Bitte beachte diesen Umstand vor dem Kauf, nicht dass du im Nachhinein dann enttäuscht bist. Zurück vom Rig und weiter geht's mit den optional erhältlichen Accessoires. Das BMW M4 GT3 Wheel ist nicht für diverse Umbauten oder Upgrades à la Podium Advanced Pedal Module APM vorgesehen. Die einzige derzeitige Anpassung betrifft den Quick Release. Der Anschluss an die Wheelbase erfolgt durch bereits vorinstallierten QR1 Wheelside, welcher damals auch unter dem Namen Clubsport Quick Release Adapter bekannt und seit Jahren bei Fanatec im Einsatz ist. Diese Mechanik des QR funktioniert über Kugeln, die bei Betätigung des QRs lose sind und das Lenkrad abgenommen oder aufgesteckt werden kann. Lässt man den QR-Ring dann los, rasten die Kugeln in die Lenkradachse ein. Auf den QR2 müssten wir, wie bereits eingangs erwähnt, warten. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, versuche ich ein Testmuster zu organisieren und euch alle Unterschiede zum QR1 wie gewohnt und detailliert zu reviewen. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel, das ist die Optik. Die realistische Größe und das BMW-Logo springen auf den ersten Blick ins Auge. Eine dunkle Farbgebung und die färbigen Akzente der mittigen Drehschalter dominieren das Erscheinungsbild. Das BMW M4 GT3 Wheel wirkt aufgeräumt und unaufgeregt. Rückseitig und vorderseitig oben wurde der Fanatec Schriftzug angebracht. Nächstes Kapitel die Haptik. Die Griffflächen sind auf einer Carbon-Struktur mit Gummigriffen Härtegrad Shore 60 überzogen. Die Bedienelemente und Buttons fühlen sich bei der Betätigung haptisch sehr wertig an. Druckpunkte und Einrastfeedback der Daumenencoder sind sehr gut gewählt und abgestimmt. Weiter geht's mit den technischen Details. Auch diese sehen wir uns am besten wieder live und direkt am Lenkrad an. Weiter geht's mit dem nächsten Kapitel technische Details, wiederum live direkt am Lenkrad. Beginnen wir mit diversen Abmessungen. Die gebe ich euch jetzt eben durch. Ihr habt ein Gesamtgewicht mit fixfertig montierten QR1 Wheelside Adapter von 1585 Gramm sind das in meinem Fall, die das Ding auf die Waage bringt. Das heißt ein mittelschweres Lenkrad, so würde ich dies beurteilen. Ihr kennt aus meinem Kanal die leichtesten Wheels, die liegen so rund um 1 Kilogramm und die schweren Dinger im Bereich um 2 Kilogramm. Machen wir weiter mit dem Auslösefeedback der entsprechenden Buttons bzw. der Schaltmechanik. Ihr habt ein Auslösefeedback, eine Auslösekraft dieser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Buttons von eher knackigen, knapp 1 Kilogramm. Ich würde sagen, so um die 800 Gramm Auslösefeedback dieser Buttons. Das ist relativ knackig. Gucken wir uns die rückseitigen Buttons an, diese beiden. Hier haben wir ein Auslösefeedback von etwas knackigeren, ich würde sagen, das ist ein gutes Kilogramm, mit der diese rückseitigen Buttons dann auslösen. Was habt ihr noch hier vorderseitig? Diese Drehschalter, sowas ist schwer rauszumessen, aber auch diese lassen sich eher knackig bedienen.
Ich versuche mal, ob ich dies hier rausgemessen bekomme. Ja, um 1 Kilogramm müsst ihr hier an Kraft aufwenden, um in die nächste Rasterung, in die nächste Stufe zu kommen. Das gleiche gilt hier für diese Thumb Encoder. Auch diese erfordern ein ordentliches Auslösefeedback deiner Daumen. Das heißt, das ist nicht so spielerisch gelöst und so leicht wie damals kritisiert im Fanatec V2.5X Wheel Review, wo du kaum einen spürbaren Einrastpunkt am Start hast. Im Gegensatz hierzu hast du hier ein super knackiges Einrastfeedback. Vermutlich hört ihr auch dies gut übers Mikrofon, wie satt diese Dinger einrasten. Ich halte euch diesmal hier näher an mein Mikrofon. Und ich glaube, das Einrast- und Button-Feedback könnt ihr hier gut übers Mic hören. Kommen wir zu weiteren Auslösekräften. Ihr habt diese Schaltmechanik, Magnetic-Shifter am Start mit einem kräftigen Auslösefeedback von, das geht in Richtung 2 Kilogramm. Das heißt, ihr habt eine kräftige Schaltmechanik am Start. Das geht in Richtung 1,82 Kilogramm. Entsprechend den Gesetzen des Rennsports, wo die Rennfahrer etwas Vorspannung an die Schaltmechanik legen und dann im richtigen Moment verzögerungsfrei auslösen zu können. Wie sieht es aus mit der Betätigungskraft der Analog-Pedals? Hier habt ihr, um diese aus der Ausgangslage in Bewegung zu bringen, um die 500 Gramm. Das heißt, spürbar würde ich dies beurteilen, und hin zur Endlage gemäß des Federgesetzes geht es dann hoch auf, ich würde sagen 1200-1300 Gramm, je nachdem wie weit außen oder innen ihr eben diese Analog-Pedals bedient. Weiter geht es mit der Geräuschkulisse. Für euch wichtig, wenn ihr Heimanwender seid, hellhörige Wohnung oder jemand neben dir Fernseh gucken möchte, dann kann dies ein wichtiges Kauf- oder Nicht-Kaufargument sein. Das machen wir jetzt aus unmittelbarer Entfernung, wie gewohnt. Und wenn ihr jetzt hier am Schalten seid, da seht ihr, sind wir aus unmittelbarer Entfernung bei 67, 68 Dezibel. Das ist eine ruhige Schaltmechanik, eine gedämpfte, geräuschmäßig gedämpfte Schaltmechanik für Magnetic-Shifter und auf jeden Fall wohnzimmertauglich. Kommen wir zu den wichtigsten Abmessungen für euch. Ihr habt einen Lenkraddurchmesser von knapp 31 cm. Ich glaube, Fanatec gibt ihn mit 308 mm an, das kommt hin. Ihr habt ein D-Shape-Design unten abgeflacht. Das resultiert dann in einer Höhe bis auf 180 mm hier oberhalb des Logos, beziehungsweise Gesamthöhe von gut 200 mm. Ihr habt eine komplette Bautiefe des Wheels mit verbauten QR1. Da sind wir bei 130, Lenkradkranz hier unterseitig D-Shape 140 und mit den überstehenden Buttons sind wir dann in etwa bei um die 150 mm Gesamtbautiefe gelandet. Welche Abmessungen sind noch für euch eventuell wichtig? Ihr habt ovalförmige Griffflächen, wie gewohnt bei den üblichen Lenkrädern, die mit einer, ich bringe euch das etwas näher in die Cam, die mit 27 mm in etwa mal 42 mm ausgeführt sind. Ihr habt dann unterseitig so ergonomisch geformte Einbuchtungen, wenn ihr die Hände dann so anlegt, um hier eure Finger zu positionieren bzw. zu fixieren. Weitere Abmessungen, den Buttons bin ich euch noch schuldig. Ihr habt 10 mm, 1 cm Durchmesser hier. Die großen Buttons, die liegen bei einem Durchmesser von 35 mm. Hier der Vollständigkeit halber der Steg um die 12 mm. Ihr habt ein Display, eine Displaybreite von um die 25 x 15 mm in etwa, ja 15 mm. Ihr habt einen Durchmesser dieser Thumb Encoder, die sind, wie bereits erwähnt, groß und griffig gehalten. Da sind wir hier bei üppigen 27 mm, hier mit dieser geriffelten Oberfläche, die aus so einem Kunststoffüberzug gut und griffig gestaltet wurde. In meinen Augen
Und weitere Abmessungen die Rückseite betreffend. Ihr habt die Schaltpedals aus Carbon, mehrlagigen Carbon, dieses Forged Carbon, dieses geschmiedete Carbon und habt hier eine Dicke der Schaltpedals von 2,5 mm. Die Schaltpedals, die sind 70 mm mal, was sind das, 40 bzw. 35, 33 mm breit. Was gibt es auf der Rückseite noch Wichtiges zu beachten? Ihr seht, dass hier ein technisches Merkmal, ihr seht noch weitere Lochbilder hier über den Schaltarm. Das heißt, ihr könnt diesen Schaltarm nutzen, um das Pedal etwas weiter nach innen zu setzen. Das heißt, ihr habt hier nochmal ein Lochbild 1 cm in Richtung Narbe, Lenkrad, Narbe versetzt. Das heißt, wenn ihr extrem lange Finger habt und bei den Schaltpedals mit den Fingerkuppen hier schon übersteht, dann könnt ihr dieses Schaltpedal um einen Zentimeter weiter nach innen zu setzen, um für längere Finger, größere Hände mehr Platz zu bekommen. Ihr habt den Abstand der Schaltpedals zum Rim, wenn ich das hier innenseitig messe, von um die 3 cm und einen Schaltweg von um die 6 bis 7 mm. So in diesem Bereich liegt dies. Den Schaltweg bzw. Betätigungsweg der analogen Pedals, den könnt ihr hier über diese Schrauben, das könnt ihr hier gut sehen, entsprechend ändern. Wenn ihr diese Schrauben nach innen oder nach außen dreht, dann könnt ihr entsprechend den Endanschlag, beispielsweise du drehst diese Schraube jetzt nach innen, dann hast du den Endanschlag früher und dieses analoge Pedal wippt dann entsprechend nicht so weit. Und das letzte technische Detail, über das ich mit euch sprechen möchte, ist dieses Gehäuse. Ihr habt hier echtes Carbon, das geschmiedete Carbon in Halbschalen hier am Lenkrad. Das heißt, das ganze Gehäuse besteht aus diesen Forged Carbon Halbschalen, die dann entsprechend miteinander verbunden, verklebt und auch mit einer Dichtung, wie auch immer dies innenseitig aussieht, versehen wurde, um das Ding entsprechend für den realen Rennsport in dem Fahrzeug, wo auch eine Wasserdichtigkeit, Staubeindringen und so weiter vermeidet werden muss, wurde dies entsprechend auch mit FIA-Homologation klarerweise ausgeführt. Nächstes Kapitel, die Verarbeitung. Die Carbonschalen des Gehäuses, die fühlen sich wertig an und sind hochwertig verarbeitet. Die Spaltmasse samt Dichtung bzw. Kleber sind sichtbar. Die Aufnahme für den Quick Release ist ordentlich ausgeführt. In Sachen Spaltmasse gibt es nichts zu beanstanden. Und Gleiches gilt für die komplette Schaltmechanik und die Analog-Pedals. Weiter geht's mit dem Hauptkapitel unserem Rennstreckentest. Dies sehen wir uns klarerweise wieder am besten live und direkt am Rig an. Kommen wir zum Rennstreckentest, hier live direkt am Rig. Wir sind unterwegs mit einer Fanatec Podium DD1 Wheelbase, dem entsprechenden BMW M4 GT3 Lenkrad. Das Ganze ist montiert auf einem RaceX Cockpit, wird von Motion Simrig SR2 bewegt. Was gibt es noch zu sagen? Ich habe hier einen Standard Benco Monitor, einen 165 Hertz Monitor montiert, den ich ebenso für euch reviewed habe. Und hier habe ich alternativ noch externe Shifter von 3D-Rap, den Pikes und der Kina Shifter. Auch hierzu findet ihr die Reviews in meinem Kanal. Was euch auffällt, wenn ihr die ersten Meter mit diesem Lenkrad unterwegs seid, ist diese verglichen mit den gewohnt kleinen Formula Wheels deutlich größere Formgebung. Das könnt ihr hier gut sehen, wenn ich beispielsweise das V2.5X Lenkrad hier ranhalte mit um die 27 Durchmesser, dann seht ihr dies wunderbar, wie sich dies in der Größe, ich hoffe ihr seht das gut über die Cam, deutlich vom BMW M4 GT3 Lenkrad unterscheidet. Diese 4 cm mehr im Gesamtdurchmesser, die sind maßgeblich und sehr deutlich spürbar. Und was gibt es noch auf den ersten Metern zu bemerken? Ihr habt eine schöne, dezente Beleuchtung, die ihr nach Bedarf auch ausschalten, heller, dünkler regeln oder eurer gewünschten Farbgebung anpassen könnt. Vom Display, hier wird dieses Display bzw. der sichtbare Bereich des Displays maximal ausgenutzt. Diese Lettern, hier in dem Fall bei Race Room, wir sind auf einer Nordschleife Endurance Runde unterwegs. Die könnt ihr relativ gut und scharf mit einem guten Kontrast ab. Ich bin jetzt hier über die Nordschleife unterwegs mit relativ kräftigen Force Feedback Settings, um auch die Stabilität des Lenkrads gut rausspüren zu können.
Das heißt, ich habe hier Peaks anliegen von, das sehe ich hier im Display, von um die 15 Newtonmeter. Das ist klarerweise subjektiv, das ist Geschmackssache, aber ich persönlich präferiere diese kräftigen Settings, um ordentlich von dem Lenkrad, von dem System etwas rausspüren zu können. Ich habe hier direkt übers Lenkrad, über die Thumb Encoder beispielsweise meine Force Feedback Multiplier Power, um das Force Feedback kräftiger oder schwächer zu setzen, hier gesetzt. Gut erreichbar. Und ihr seht hier im Rennbetrieb, wenn ich hier unterwegs bin, könnt ihr diesen Thumb Encoder wunderbar bedienen. Entweder macht dies über den Daumen, das Ganze ist sehr griffig, rastet satt ein, oder ihr könnt hierzu beide Finger verwenden, um diesen hier einzuklemmen, um exakte Rasterung, hier entsprechende Setups, Parameter zu verändern. Auch hier im Rennbetrieb ergonomisch gesehen, Lenkrad auslassen und diese Drehschalter, die sind hier wunderbar zu bedienen. Auch wenn ihr jetzt mit Handschuhen unterwegs seid, werdet ihr keine Probleme haben, diese Dinger wunderbar zu erreichen und entsprechende Einstellungen durchzuführen. Beim Tuning-Menü-Button, der hat mir fast zu wenig Feedback. Du spürst jetzt nicht genau, ob du den betätigt hast oder nicht. Das könnte etwas kräftiger sein, beziehungsweise dieser Tuning-Menü-Button etwas weiter aus dem Gehäuse vorstehen. Was gibt es noch zu bemerken? Jetzt auf der Rennstrecke, ihr spürt dieses sehr kräftige Auslösefeedback der Shifter bzw. der Schaltmechanik. Das heißt, wenn ihr jetzt auf der Rennstrecke unterwegs seid und beim optimalen Schaltzeitpunkt hier eine Vorspannung an die Hand gibt, an die Finger gibt, dann gelingt dies sekundenschnell verzögerungsfrei auszulösen. Das heißt, irgendwelche unbeabsichtigten Ghost Shifts oder was auch immer, damit werdet ihr kein Problem haben. Gehen wir jetzt nochmal zurück auf dieses sehr kräftig von mir eingestellte Force Feedback, wie bereits erwähnt, um die 15 Newtonmeter Peaks, mit denen wir hier am Start sind, und die erlauben mir es auch sehr gut, eben diese ganze Bandbreite von leichten, von starken Effekten wunderbar abzubilden und die Charakteristik dieses Lenkrads, diesen Aufbau genau zu analysieren. Du spürst hier, das Ding ist stabil wie ein Brett. Du spürst keine Verwindungen, kein Knarzen, hier, wenn du an den Griffflächen hier rumwerkelst, so, da spürst du absolut, dass nichts nachgibt und all dies von der Grifffläche bis übers Gehäuse eine komplette Einheit ist. Das ist für mich sehr positiv und sehr deutlich rauszuspüren, gerade eben, wenn ich mit höheren Kräften bis zu 15 Newtonmeter Peaks, gucken wir mal hier nochmal in so einer schnelleren Kurve, da geht der Peak teilweise auf an die 20 Newtonmeter hoch. Das ist wunderbar rauszuspüren. Was ich auch jetzt in diesem Test auf den ersten Metern rausspüre, sind die neuen Effekte, die ich jetzt über die Treiberaktualisierung und das Firmware-Update der Wheelbase hier ans Lenkrad geliefert bekomme. Ich spüre feine Effekte hier in Raceroom etwas besser raus, als dies vorhin noch der Fall war. Diverse Fahrbahneffekte, tiefere Resonanzen an der Rennstrecke. Da brachte das Treiber-Upgrade bzw. Firmware-Update in meinen Augen eine spürbare Besserung des kompletten Force-Feedbacks. Zumindest hier bei Raceroom kann ich dies beurteilen, an den Start. Hier würde ich mich sehr freuen, wenn dieses als Final alsbald released wird, damit dies direkt über die Homepage und nicht über den Umweg über eine Beta-Software allen Anwendern zur Verfügung gestellt wird. Was gibt es noch zu sagen? Wenn ihr jetzt bei Long Turns unterwegs seid, dann habt ihr eine sehr angenehme Griffhaltung. Das liegt auf der einen Seite an dem sehr angenehmen Durchmesser von eben gut 30 cm. Das wisst ihr aus meinen Reviews, das bezeichne ich immer als die goldene Mitte. Und andererseits liegt auch dies daran, dass ihr diese ganzen Bedienelemente wie die Schaltpedals, die Buttons, Thumb Encoder wunderbar erreichbar habt, ohne die Hände großartig vom Lenkrad nehmen zu müssen. Entschuldigt an dieser Stelle wieder meine Performance hier auf der Rennstrecke. Das ist für meine Multitasking-Fähigkeiten einfach zu viel des Guten. Aber um dies soll es jetzt hier nicht gehen. Ihr seht hier mein Force Feedback Multiplier, das lässt sich wunderbar verstellen.
oder diverse Buttons, die ich anwähle. Hier Traktionskontrolle hoch runter, bei diesen Buttons bei mir beispielsweise belegt. Oder ich habe auf diesen Buttons hier diverse HUD-Elemente, die ich ein- oder ausblenden kann. Oder auch auf den Buttons am Lenkrad belegt mein Motion-System. Das hört ihr jetzt hier leicht über den Sound. Da kann ich die Intensität von Effekten über das Motion-System in der Schleife von Soft bis Hard durchschalten. Ihr habt oberseitig diese Freistellung, die dann im echten Fahrzeug den Blick klarerweise aufs Cockpit wunderbar freigibt. Und in eurem Rennsimulator habt ihr dann den Blick frei, beispielsweise auf das Fanatec Tuning-Menü, das ihr auch auf der Podium DD1 Wheelbase geboten bekommt. Oder wenn ihr mit so einem HUD unterwegs seid, wie von mir erst kürzlich reviewed, bekommt ihr einen wunderbaren Blick, ohne dabei irgendetwas von dem Lenkradkranz überdeckt zu werden. Lasst mich jetzt an dieser Stelle nochmal kurz ein paar schnelle Kurven konzentrierter angehen. Ich spüre wunderbar raus, wenn ich die Curbs etwas anschneide. Hier, wenn sich der Peak aufbaut. Ein leichtes Spiel, das lässt sich klarerweise nicht vermeiden, auch mit diesem High-End-Lenkrad. Den haben wir über den Quick Release. Das muss uns bewusst sein. Der QR1 Wheelside, das ist Mittelmaß in Sachen Verbindung zwischen Lenkrad und der Wheelbase. Und hier freue ich mich wirklich auf diese Tests dann mit dem QR2 Wheelside und dieser möglichst spielfreien Verbindung. Meine Testrunden damals auf der SimRacing Expo 2021, die haben mir schon einen guten Ausblick, würde ich jetzt sagen, gegeben, was dieser QR2, diese neue Verbindung imstande zu leisten vermag. Aber auch hier gilt es, das Zeug muss hier in meine Bude, um dies ausführlich testen, reviewen und für euch beurteilen zu können. Das dürfen wir dann auch nicht vergessen. Wenn ihr beispielsweise jetzt eure Wheelbase auf dieses QR2-System umrüstet, diesen Wheelside QR2 habt ihr bei eurem BMW M4 Lenkrad dabei. Aber wenn ihr jetzt einen Lenkradtausch macht, mit anderen Lenkrädern unterwegs sein wollt, dann benötigt ihr weitere QR2 Wheelside Quick Releases. Die wird euch Fanatec nicht schenken, die müsst ihr kaufen. Wie es dann mit diesen ganzen Preisen aussieht, das wird eine spannende Nummer. Aber auf jeden Fall wissen wir, hier wird sich in Zukunft einiges tun. Wir werden einiges geboten bekommen. Jetzt nochmal kurz zurück zum Lenkrad, bevor wir auf die Zielgerade abbiegen. In meinen Augen spürst du auf den ersten Metern, du bist mit einem High-End-Produkt unterwegs, das vielleicht für manchen Simulator oversized ist. Wie bereits erwähnt, hast du hier ein Produkt, das für den echten Rennsport geschaffen und auch priorisiert wurde. Und hier an deinem Simulator bist du klarerweise mit so einem Ding um 1500 € im absoluten Luxusbereich unterwegs. Das muss dir bewusst sein. Aber diesen Luxus, den spürst du eben auch bereits auf den ersten Metern auf der Rennstrecke. Das soll es nun gewesen sein von der Rennstrecke. Wir biegen ab auf die Zielgerade, die negativen, die neutralen, die positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Zurück vom Rig, und bevor wir auf die Zielgerade abbiegen, möchte ich hinsichtlich der Pros und Cons festhalten, dass es sich bei diesem Lenkrad um ein Produkt handelt, welches für den realen Rennsport entwickelt wurde. Die Verwendung im echten BMW M4 GT3 hatte hierbei absolute Priorität. Soll heißen, dass manche Anforderungen für den alleinigen Heimgebrauch am Simulator hinten angestellt werden mussten. Und so kommen wir zu den negativen Aspekten. Bei den Drehschaltern würde ich mir weniger Spiel in der Ausgangslage wünschen. Und der Tuning-Menü-Button weist so gut wie kein Druckfeedback auf. Das ist ein weiterer Aspekt, der mir negativ auffällt. Und dritter negativer Aspekt ist die schwere Erreichbarkeit der analogen Pedals, wenn du die Hände wie gewohnt und komfortabel am Lenkrad belässt. Dies spielt im echten Rennwagen keine Rolle, da diese nur für die Launch Control am Start und nur einmal zum Einsatz kommen. Im Simulatorbetrieb wiederum sind diese beim regelmäßigen Einsatz, wenn du diese verwenden willst, aber nur ungünstig zu bedienen. Gleiches gilt für das sehr klein geratene Display. Im echten Rennwagen wird dieses im Prinzip nicht benötigt.
Für dich im Simulator hingegen kann dies einen negativen Aspekt darstellen. Und wiederum eine Beurteilung, die Differenzierung erfordert, ist die Materialwahl der Drehschalter. Als Heimanwender wirst du dich an den aus Kunststoff ausgeführten Drehschaltern womöglich stoßen. Im echten Rennwagen zählt aber jedes Gramm und wie vorher erwähnt, liegt die Priorisierung genau dort. Darum wurde hier eben auf leichten Kunststoff gesetzt. Und letzter negativer Aspekt ist die mittlerweile extrem lange Wartezeit auf den Quick Release 2. Hier wäre es längstens an der Zeit, dass Fanatec die Lücke zu hochwertigen Lösungen anderer Mitbewerber schließt, um nicht den Anschluss im Simracing-Geschäft zu verpassen. Im echten Rennwagen ist dieser bereits im Einsatz, aber die Bedienbarkeit für den Heimbetrieb oder andere Dinge, die sich meiner Kenntnis entziehen, scheint wohl noch nicht serienreif zu sein. Machen wir weiter mit den neutralen Aspekten. Auch wenn dich dies als Heimanwender vielleicht verwundert, ordne ich den Preis für dieses Lenkrad als neutral ein. Ein für den echten Rennsport und mit FIA-Homologation und all den damit einhergehenden Anforderungen ist im Bereich von 1.500 € auf keinen Fall überteuert, sondern wenn du Kenntnisse aus dem echten Rennsport hast, als eher kostengünstig einzuordnen. Für den Heimgebrauch am Simulator bezahlst du klarerweise für Features, die du nicht unbedingt benötigen würdest, welche aber für den Einsatz im echten Rennwagen essentiell notwendig sind. Machen wir weiter mit den positiven Aspekten. Die Verarbeitung und Funktion aller Bedienelemente, die ist einwandfrei und eben Standard, welcher im echten Rennsport erforderlich ist. Durch die tadellose Verarbeitung und Materialwahl ist kein Knarzen vernehmbar. Das Lenkrad lässt sich auch mit hohen Kräften absolut verwindungsfrei bedienen und fühlt sich hochmassiv ohne jeglichen Flex an. Die Schaltmechanik fühlt sich prima an, ohne dabei in Sachen Lautstärke zu aufdringlich zu werden. Hier gibt es in meinen Augen keinerlei Kritikpunkte. Die Ergonomie der Griffflächen und Fingerauflagen ist passend abgestimmt und sehr langstreckentauglich. Saubere Linien und eine konstante Fahrweise werden durch den komfortabel gewählten Lenkraddurchmesser von knapp 31 cm ermöglicht. Sehr gut gefällt mir die gute Erreichbarkeit der Buttons und das Einrastfeedback der Drehschalter. Diese lassen sich aufgrund der Größe perfekt bedienen, auch wenn du mit Handschuhen unterwegs bist, und die Betätigungskraft sowie das Einrastfeedback sind ebenso exzellent gewählt. Austauschbare Buttons und eine flexibel anpassbare LED-Beleuchtung bringen weitere Pluspunkte mit. Weiter geht's mit dem Fazit und der Kaufempfehlung. Bevor wir zum Fazit kommen, ein sehr, sehr wichtiger Punkt in eigener Sache. Dieses Review markiert den Schlusspunkt in meinem Ron Reviewed Heimstudio und wir nehmen nach einigen Jahren Abschied. Aber Abschied heißt in meinem Fall nicht Schluss. Im Rahmen meiner Firma Ron Reviewed Media übersiedelt Ron Reviewed YouTube in ein eigenes Büro. Dort gibt's dann Platz für mehrere Rigs und somit genügend Ausstellungsfläche. Für euch bedeutet das, dass ihr in einem öffentlich zugänglichen Simracing-Teststudio Termine bei mir buchen und euch beraten lassen könnt. Von Einstiegshardware über High-End bis hin zu Motion und VR bekommt ihr dort die volle Bandbreite des Simracings nebeneinander aufgeboten und zum Testen bereitgestellt. Somit komme ich einem langjährigen Community-Wunsch nach, Testmöglichkeiten abseits von überfüllten Messehallen und Zeit für intensive Beratung zu schaffen. Die Übersiedlung findet in diesen Tagen statt und mit einem Eröffnungsvideo des neuen Studios begrüße ich euch dann mit wie gewohnt detaillierten Reviews und Testvergleichen. Zurück aber jetzt zum BMW M4 GT3 Wheel Fazit. Fanatec schafft als erster Simracing-Anbieter ein Lenkrad ins reale Cockpit zu bringen. Dafür gebührt dem Team in meinen Augen ein großes Lob und am Simulator geht das erste Mal der Traum in Erfüllung, ein Lenkrad aus dem realen Rennsport 1:1 verwenden zu können. Danke, dass ihr dran geblieben seid, Fanatec, obwohl es in der Entwicklungszeit sicherlich viele Hürden und Schwierigkeiten zu bewältigen gab. In Sachen Kaufempfehlung ist dieses Lenkrad nicht für den sparsamen Heimanwender gedacht. Du bezahlst mit diesem Lenkrad Features, die eben für den realen Betrieb unerlässlich sind und du im Gegenzug in den eigenen vier Wänden nicht unbedingt benötigst. Ein großer Kostenfaktor ist der aufwendige Aufbau des Gehäuses, welcher hochstabil und zugleich wasserdicht ausgeführt werden muss,
um das Lenkrad im echten GT3 vor äußeren Einflüssen zu schützen. Spray von außen, Feuchtigkeit, extreme Bedingungen würden ein rein für den Heimgebrauch entwickeltes Lenkrad nach ein paar Runden im echten GT3 das Zeitliche segnen lassen. Gleiches gilt für die extremen Vibrationen und somit Anforderungen an die ganze Elektronik, mit denen ein Heimlenkrad nicht ansatzweise in Berührung kommt. Ob du diesen Aufpreis für die erforderlichen Rennsportprioritäten in die Hand nehmen willst, das ist ganz alleine dir und deinem Portemonnaie überlassen. Die Kritik eines zu hohen Preises aus der Sicht des reinen Simracing-Anwenders kann ich persönlich nicht stehen lassen. Wenn du alleine den Preis von 1,5K kritisierst, ohne dich mit dem Einsatzzweck dieses Lenkrads beschäftigen zu wollen, dann gehörst du definitiv zur falschen Zielgruppe. Dass du ein Lenkrad dieser Art rein für die Heimanwendung nicht benötigst, das liegt auf der Hand. Als günstigen GT3-Ableger hat Fanatec das Meclane Wheel im Einsatz. Auch Tests hierzu findet ihr in meinem Kanal. Vielmehr zählt, ob dir dieses Stück Exklusivität mit diesem BMW M4 GT3 Wheel diesen hohen Preis eben wert ist oder eben nicht. Kommen wir zu einem spannenden Ausblick. Wie zu Beginn des Fazits erwähnt, nehmen wir Abschied vom Ron Reviewed Heimstudio. Und wie es nach dem Umzug ins Ron Reviewed Media Büro weitergeht, darüber werde ich euch am Laufenden halten. Im Hintergrund warten viele Projekte, die dann bereits im neuen Büro abgedreht werden. Ich habe hier High-End-Pedale von 3D-Wrap in der Testschleife. Ein High-End-Lenkrad im Bereich von über 1000 Euro, das läuft bei mir im Prototypentest. Und Simric macht Motion auf der Konsole mit Gran Turismo 7 möglich. Darüber hinaus wird es auch Videos für unsere Einsteiger zum günstigen Preis geben. Sehr viele spannende und arbeitsintensive Wochen warten auf mich. Stay tuned und vielen Dank für euren Support, fürs treue Dabeisein in meinem Kanal. Liebe Grüße von eurem Ron.